Fliegen. Seit jeher war die dritte Dimension eine Faszination für die Menschen. Ikarus. Albrecht Ludwig Berblinger, der Schneider von Ulm. Hunderte fehlgeschlagener Versuche bedurfte es, bis es am Anfang dieses Jahrhunderts, genau im Jahr 1901, Gustav Weißkopf gelang, den ersten motorbetriebenen Flug durchzuführen. Viel bekannter geworden sind jedoch die Gebrüder Wright. Ihr erster Flug gelang im Jahr 1903 mit der Flyer 1. Interessant dabei ist, dass sie im Gegensatz zu heutigen Flugzeugen vorne zwei kleine Flächen hatte, fast schon eine Ente. Doch die Flugzeugentwicklung nahm einen anderen Gang. Eine Tragfläche, Höhen- und Seitenruder hinten. So werden bis heute Flugzeuge gebaut. Über 2 D-Mark pro Liter kostet mittlerweile das Flugbenzin. Das sind über 60 D-Mark pro Flugstunde nur für den Kraftstoff. Für viele Piloten sind die Flugpreise zu teuer geworden. Entweder stirbt die allgemeine Luftfahrt oder neuartige Konstruktionen bringen eine Wende. Eine Reduzierung der Flugkosten ist nur möglich, wenn 3 Punkte beachtet werden. Erstens eine Reduzierung des aerodynamischen Widerstandes, zweitens eine wartungsfreudige Bauweise und drittens ein Motor, der auch mit Autobenzin betrieben werden kann. Dieses Flugzeug erfüllt die Bedingungen. Eine neuartige Flächenanordnung, Kunststoffbauweise, mit 68 PS, 275 Stundenkilometer schnell, ein Limbach-Motor, zugelassen für Superbenzin. Das Resultat sind ganze 7 D-Mark Spritkosten pro 100 Kilometer. Dies sind die Garagen im Aachener Vorort Haaren, in denen das Flugzeug gebaut wurde. Im Frühjahr 81 sahen sich die Erbauer Bernhard Sünder, Karl-Heinz Roskopf und Volker Klemann nach vielversprechenden Konstruktionsideen auf dem amerikanischen Hobbybauermarkt um. Dragonfly hieß die Konstruktion von Bob Walters, die als Grundlage für das neue Flugzeug genommen wurde. Viele Veränderungen vom Motor bis zur Festigkeit mussten vorgenommen werden, bis das Flugzeug den strengen Bauvorschriften in Deutschland entsprach. Kunststoffbauweise heißt ein Zauberwort der Dragonfly. Man benötigt hierzu Glasfasergewebe, ein 2-Komponenten-Epoxidharz und Schaum. Weiße Schaumplatten aus Rohacell für den Rumpf und blaue Schaumblöcke aus Styroform für die Flächen. Wie erhält man nun die Festigkeit? Dazu werden die Schaumplatten, hier gelb, auf beiden Seiten mit harzgetränktem Glasfasergewebe versehen. Bei dem blauen Schaum, der auch leichter ist, müssen zunächst die Poren an der Oberfläche mit einem Spachtel geschlossen werden. Der Spachtel wird angeschliffen und darauf laminiert.
Zum Schneiden der Schaumteile werden auf beiden Seiten des Blocks jeweils eine Profilschablone befestigt. Mit einer Wasserwaage werden beide Schablonen in die Waage gebracht. Die Zahlen auf den Schablonen dienen zur Synchronisation beim Schneiden. Mit dieser Thermosäge, die elektrisch mit 12 Volt geheizt wird, werden Schaumblöcke bis zu 2 Meter Länge geschnitten. Für das Flugzeug wurden über 20 Schaumblöcke so zurechtgeschnitten. Die Säge wird gespannt und dann kann es losgehen mit dem Schneiden. Links oben bei dir. Und immer die Zahlen laut sagen. Oder ist irgendwo, kommt man eine 11, erstmal in die Kante legen. Besonders bei Rundungen kann man gute Ergebnisse nur mit einer sehr ruhigen Drahtführung erreichen. Nachdem die Schablonen abgenommen wurden, kann der Rohling begutachtet werden. Hier sehen wir als Beispiel das komplett geschnittene Seitenruder. Die gesamte Tragfläche besteht aus 5 Schaumteilen, die aneinander geklebt und dann ausgerichtet werden. Als erstes wird der Kolm aus Kohlefasern laminiert. Eine Lager Abreißgewebe bildet den Abschluss. Sie schützt die Oberfläche und wird später wieder entfernt. Bevor die Außenhaut laminiert wird, muss die ganze Fläche gespachtelt werden. Die Außenhaut aus Glasfaser haftet nur auf einer gut vorbereiteten Oberfläche. Das Glasfasergewebe, in Rollen angeliefert, muss zunächst zurechtgeschnitten werden. Bahn für Bahn zurechtgelegt, wird all dieses Gewebe für eine einzige Tragflügelseite verarbeitet. Hier liegt das Glasfasergewebe auf der Tragfläche und wird mit Harz getränkt. 5 Leute brauchten über 6 Stunden, um eine Tragflächenhälfte fertigzustellen. Da. Mein Ende jetzt. Gleichmäßiger. Dann habe ich kein Harz mehr, da könnt ihr sehen. Was? Hier. Ja, gib mal her. Also die Harzübergabe. Der Rumpf besteht aus Schaumplatten. Die Umrisse der Teile werden mit Blaupapier auf die Platten übertragen und anschließend mit einer Stichsäge ausgeschnitten. Der Vorteil des verwendeten Rohacell-Schaums liegt in der guten Verarbeitbarkeit. Viel Arbeit muss jetzt in die Rumpfkontur gesteckt werden, da bereits hier die endgültige Form festgelegt wird. Neben dem Gezeigten war eine Vielzahl weiterer Arbeiten notwendig, die nicht im Bild gezeigt werden konnten, bis das Flugzeug nun im Rohbau fertiggestellt war. Nun ging das Flugzeug das erste Mal auf Reisen, allerdings auf einem LKW. Damit das Harz seine endgültige hohe Festigkeit erhält, muss es in einer Temperkammer auf 56 Grad erhitzt werden, damit auch die letzten Harzmoleküle aushärten.
Von der Aachener Karosseriebaufirma Suren wurde uns eine Lackierkammer zur Verfügung gestellt, in denen die Teile 24 Stunden aushärten konnten. Am nächsten Tag ging es wieder zurück zur Werkstatt und die Belastungsversuche konnten durchgeführt werden. Bei diesen Belastungsversuchen werden die zuvor berechneten Luftkräfte durch Gewichte auf den Tragflächen simuliert. In unserem Fall haben wir Zementsäcke genommen, da die über 1,2 Tonnen später zurückgegeben werden konnten. Das Ganze ist eine unheimlich spannende Angelegenheit, da im Vorhinein keiner sagen kann, ob der Flügel auch wirklich hält. Ja, während den letzten legen wir noch nach innen mehr rein, ne? Ja, da wo der Schlitz ist. Hier in den großen Spalt. Ja, weil zwischen dem zweiten und dritten, der oben liegt. Ja. Und den können wir dann direkt wieder runter tun. So. Liegt? Er liegt. Liegt? Liegt, Werner, alles klar? Hurra! Hurra, ab! Schnell wieder runter. Ja, die hintere Tragfläche hat gehalten. Nun ist die vordere dran. Dazu werden die Zementsäcke wieder 1,2 Tonnen im Rumpf aufgestapelt. Mal gut, dass er kein Funkgerät ist. Habt ihr? Und auch der Kanal hält den letzten schweren Sack aus. Wie viel sollen da rein? Das ist natürlich ein Grund, das erste Mal mit Shampoos anzustoßen. Was ist denn jetzt los? Hat es nicht geknallt? Fachgerechte sechsflaschige Klarsicht. Ist noch nicht mal ein Weitwinkelobjektiv, Ronald. Santé. So, hast du eine Wechseloptik dafür? Ach, brauche ich doch nicht. Pflichtbewusstsein gehört mit zum Bau eines Flugzeuges. Und so vergaß der Kameramann das Filmen nicht einmal beim Trinken. Jeder Pilot weiß, dass gute Flugeigenschaften wesentlich von der Leichtgängigkeit der Ruder mit beeinflusst werden. Bei dieser ersten Ruderbewegungsprobe muss sich nun herausstellen, ob alle Lager fluchten. Jetzt sitzt das Ruder und man sieht, es funktioniert. Der Spalt zwischen Ruder und Fläche wird mit Schaum geschlossen. Bei der Seitenruderflosse wird eine andere Herstellungsweise verwendet. Hierbei wird das Glasfasergewebe mit Vakuum an den Schaum herangepresst. Diese Pumpe liefert den nötigen Unterdruck. Bei dieser Herstellungsweise spart man sich das Spachteln des Schaums vor dem Laminieren. Nun sehen wir auch zum ersten Mal den Motor. Ein 68 PS Limbach-Motor, ein umgebauter VW-Boxermotor, soll das Flugzeug antreiben. Der Motorträger, eine Stahlrohrkonstruktion, verbindet den Motor mit dem Rumpf. Ein Schweißer mit einer speziellen Flugzeugschweißlizenz verbindet hier die Rohre mit Schweißnähten. Die Nähte werden noch einmal geprüft, denn die ganze Konstruktion muss später bis zu 600 Kilogramm aushalten. Was ist denn Erfahrungswerte, wie viel Fläche man mit einem Kilo spritzen kann, schätzungsweise? 3 Quadratmeter. 3 Quadratmeter mit einem Kilo. Das wäre ja sehr leicht. Wir hatten also 3 bis 4 Quadratmeter. wir rechnen so mit 30 Quadratmeter Fläche ungefähr. Kilo. Nein, nein, Nee, 30 Quadratmeter Fläche, Fläche. die zu Insgesamt spritzen zu wäre. spritzen. Ungefähr haben wir mal abgeschätzt. Mit Rumpf. Mit Rumpfflächen, ja. Das wäre dann Kämen Sie 10 mit. Kilo. Viele, viele Stunden ist an dem Flieger geschliffen worden, bis dass die Außenhaut spiegelglatt ist. Und nun kann es ans Lackieren gehen. Wo normalerweise große LKWs ihren neuen Farbanstrich erhalten, wird unser Flugzeug in strahlend weißer Farbe lackiert. Diese weiße Farbe, in der auch alle anderen Kunststoffflugzeuge gespritzt sind, soll verhindern, dass bei Sonneneinstrahlung der Kunststoff zu warm wird.
Bei jedem Teil des Flugzeuges wird die Farbe in mehreren Schichten aufgetragen. Eine Nacht muss der Lack aushärten und dann ist das Flugzeug praktisch fertig. Da ist sie nun, die Dragonfly im flugfertigen Zustand. Ein Testpilot, der extra aus München angereist ist, rollt die Dragonfly zum Start und dann soll der erste Hopser durchgeführt werden. Die Gase werden reingeschoben und schon nach 300 Metern hebt sich die Dragonfly vom Boden. La musique et je t'aime, éperdument je t'aime depuis tout le temps. Moi, je suis beau. Nach ca. 1000 Meter Flugstrecke in etwa 5 Meter Höhe setzt der Pilot nun wieder zur Landung ein. Et tu m'aimes. De temps en temps tu m'aimes quand tu as le temps. Bref, nous ne sommes pas des amants catholiques. Oui, je t'aime, mais je te hais quand même. C'est fatigant. Nachdem die ersten Hüpfer keine Schwierigkeiten aufgezeigt haben, kann unser Testpilot Gerd Zaleske nun mit dem ersten richtigen Flug in größere Höhen beginnen. Lassen Sie sich, liebe Zuschauer, nun faszinieren von einem Flugbild, das ungewohnt ist, das Sie in Zukunft vielleicht aber auch noch öfters sehen werden.
Herzlichen Glückwunsch, Gerhard. Ja. 32 Minuten. 32 Minuten. Wie schnell warst du hier wieder? 130 Knoten maximal. Ja, ne?